Ich bin jetzt seit 28 Tagen mit dem Fahrrad unterwegs und momentan mitten in den Niederlanden. Ich habe keine Ahnung, wo ich schlafe. Aber zum Glück habe ich diesen selbstgebauten Fahrradcamper dabei und so kann ich mich eigentlich fast überall spontan hinstellen. Und jetzt geht es erstmal daran, ein bisschen was zu kochen. Zufälligerweise hatte ich mein Frühstück an demselben Ort. Ich weiß auch nicht, was dazwischen passiert ist. Ich möchte euch mal mitnehmen, was alles auf einer Woche meiner Reise passiert. Wie ich in diesem Gefährt lebe und was ich auf meinem Weg nach Belgien erlebe. Als erstes muss ich aber mal zusammenpacken und dann den Anhänger ankuppeln. Erster Zwischenstopp an einem See. Die Kette braucht mal wieder etwas Öl. Ich weiß, diese ganze Fahrerei hier kann ziemlich eintönig wirken. Aber ich verspreche, dieser Film zeigt schon die interessantesten Momente. Aber natürlich nur ein Bruchteil von den 60 Stunden, die ich diese Woche unterwegs war. Ja, es wird manchmal sehr einsam. Aber mit der richtigen Musik lässt sich alles durchhalten. In Alphen gibt es dann erstmal Mittagessen und auch den schon fast täglichen Einkauf. In der Ferne kann man hier schon Rotterdam, das Ziel für die nächsten Tage, sehen. Erstmal fahre ich aber in Richtung Meer. Okay, die Sonne setzt sich schon wieder. Es sieht nach gutem Wetter aus. Immer noch recht windig, aber zumindest habe ich diesmal einen Schlafplatz. Und was für einer. Ein riesiger Garten, nur für mich. Also ich habe wirklich gut geschlafen, aber irgendwie könnte ich noch den ganzen Tag durchschlafen. Aber jetzt springe ich erstmal unter die Dusche. Mal sehen, ob da ein bisschen Energie bei rumkommt. Das könnte durchaus ein Problem sein, aber dann muss ich wohl auf die andere Seite. Auch wenn heute eher ein entspannter Tag ist mit 12 Kilometern, ich brauche dauerhaft unfassbar viel Essen. Da kommt so ein Platz am See sehr gelegen. So, ich bin euch, glaube ich, mal schuldig eine kleine Tour von dem Wagen. Bisher habt ihr ja viel von außen gesehen, von innen noch nicht so viel. Wie das Ganze am Fahrrad festgemacht ist, ist hier einmal eine Weber-Kupplung. Die habe ich jetzt hier einfach mal mit ein paar Schrauben festgemacht. Bisher hat es auch gut gehalten. Das hier ist alles aus Styrodur gebaut, das heißt, es ist einigermaßen leicht. Und hier haben wir aber einen Aluminiumrahmen, damit das Ganze ein bisschen stabil ist. Was ich jetzt immer gerne gefragt werde, ist, wie passe ich überhaupt mit meiner Länge hier rein? Ich bin 1,96 groß und da habe ich mir einen kleinen Trick überlegt. Hier hinten ist nämlich noch eine zweite Tür, die abschließbar ist. Und so kann ich das jetzt gute 40 cm nochmal verlängern und dann passen hier noch die Füße rein. Insofern kommt gerne mal mit rein. Ja, von innen ist das recht klein. Das hier hinten sind 76 cm, das heißt, ich kann mich hier gerade noch so anlehnen. Aber wie das Ganze funktioniert, das hier ist ja dieser klappbare Teil, ja, so eingehakt und dann eben der Rest hier als Zelt. Ja, das hier ist die andere Perspektive. Hier drin sind einmal so recht dünne Matratzen hier. Das passt aber auch mit dem Styrodur, dass das recht gemütlich ist. Und dann hier einmal im Boden ein Lüfter, der mit ein bisschen frische Luft versorgt. Als Stützen dienen diese Euroboxen, die gleichzeitig Essen und Kleidung halten. Allerdings ist das Ganze nicht ohne Nachteile. So, ich habe einen neuen Gegner. Ameisen. Mal sehen, dass wir nicht alles wegfuttern. Jetzt aber erstmal zum Campingplatz und danach geht es nach Leiden.
Man könnte fast meinen, ich wäre wieder in Amsterdam. Aber zum Glück fehlen hier die Touristenmassen. Aber es kann nicht alles immer so flüssig laufen. So, ich habe mich gefragt, warum ist das auf einmal so schwer? Naja, die erste Platten. Mal sehen, ob ich das jetzt irgendwie geflickt bekomme. Da ist der Übeltäter. Ja, so ein kleiner Ast hier, kann schon ein ganzes Fahrrad sein. Das Flicken hat mich jetzt ungefähr eine Stunde gekostet. Aber jetzt geht's endlich weiter in Richtung Meer. Ich werde oft gefragt, warum ich nicht einfach elektrisch fahre. Das würde einiges einfacher machen. Aber stattdessen werde ich angetrieben durch Willenskraft und Durchhaltevermögen. Ich glaube, dieses Gefühl kriegt man mit keinem anderen Fortbewegungsmittel. So ein Rad dreht sich halt einfach nicht von alleine. Während ich die Zeit am Strand genieße, treffe ich Juri. Ein super entspannter Dude, der noch ein wichtiger Teil der Geschichte werden sollte. Erstmal geht's weiter nach Den Haag. In Den Haag gibt es dann erstmal eine private Rundtour von Juri. Inklusive belebtes Nachtleben. Und dann mitten in der Stadt ein ganzes Dachgeschoss für mich. Go out, have fun, be kind, don't be scared or sad or afraid. Der Typ ist einfach genial. Jetzt erstmal weiter nach Rotterdam. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Naja, nach New York bin ich zwar nicht gekommen, Rotterdam hat aber einige Ähnlichkeiten. Für mich am wichtigsten, was zu essen. So, ich bin jetzt endlich außerhalb der Stadt. 3 Städte in einem Tag. Umso mehr freut man sich, wenn man wieder ein paar Kühe sieht. Es ist Frühstückszeit. Mal wieder ein bisschen später als gedacht. Zumindest scheint die Sonne. Es ist schönes Wetter. Und ich habe hier ein sehr schönes Plätzchen. Heute geht es weiter in Richtung Antwerp. Das heißt vermutlich wieder ein bisschen Gegen- oder Seitenwind. Naja, muss man mit leben. Ne? Auf dem Weg nehme ich nochmal ein Weltkulturerbe mit. Die 19 Windmühlen hier wurden errichtet, um die umliegenden Felder zu entwässern, die wie so viel hier unter dem Meeresspiegel liegen.
So, eine kleine Snackpause mit einem Nirgendwo. Welcher bekiffte Niederländer kam auf die Idee, Ingwer in Kuchen oder Brot oder was auch immer das hier ist zu machen? So, weiter geht's. Es ist immer noch sehr windig, aber zumindest kein fetter Gegenwind. Ja, es ist aber schon fast 17 Uhr. Ich habe noch die Hälfte der Strecke. Das power ich jetzt noch durch. Endlich habe ich wieder eine nette Familie gefunden, dessen Garten und Dusche ich nutzen konnte. Mein Glück sollte aber nicht mehr lange anhalten. Ja, schön. Ach ja, wie ich dieses Schild hier liebe. Ja, das bedeutet für mich, ich muss in die Richtung fahren. Ungefähr 4 Kilometer Umweg. Naja, was willst du machen? Die bauen hier eine schöne neue Brücke. Aber ich bin nur ein bisschen zu früh. Naja, jetzt werde ich mir hier erstmal einen Spot suchen und ein bisschen frühstücken. Der Regen hat nämlich auch noch nicht so richtig aufgehört. Was ich jetzt auch gerade bemerke, in welche Richtung die Windkraftwerke hier gedreht sind, das ist genau die Richtung, in die ich hin will. Vermutlich sehr viel Gegenwind heute. Naja. Ich mache mir eine schöne Zeit und ja, kann jetzt ein bisschen an diesen Videos hier arbeiten. So, wir haben es fast 13 Uhr. Es scheint wieder ein bisschen Sonne zu geben, aber auch ganz viel Wind. Ich glaube, so kalt war es bisher auf der Tour noch nicht. Und es hilft auch nicht, dass die Schuhe hier komplett durchnässt sind. Ich werde jetzt wohl irgendwo in diese Richtung fahren. Mal sehen, wie ich den Weg finde. So, nur als Referenz. Vor 5 Minuten habe ich den anderen Clip aufgenommen. Da ist schon wieder der nächste Schauer. So eine Scheiße, ey. Also ich habe jetzt schon wirklich viel durchgemacht. Aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich der erste Tag, wo ich denke, vielleicht schaffe ich es heute nicht. Vielleicht bleibe ich irgendwo zwischendrin hängen. Ja, das wird schwierig heute. Und mit dem Umweg jetzt habe ich auch noch 43 Kilometer vor mir. Also durchaus sportlich. Passiert. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss das hier echt mal reparieren, weil sonst habe ich echte Probleme irgendwann. Aber so ein bisschen Wind hält mich noch nicht auf. Das hat mich diese Woche gelehrt. Ich muss durchhalten und dann werde ich auch belohnt. Ja, ich denke, das ist wohl einer der Gründe, warum ich das überhaupt in Erwägung gezogen habe, das Ding zu bauen. Man kann sich einfach mal zwischendrin in den Wald stellen. Hat es schön gemütlich da drin. Es ist nochmal weniger geworden und es ist jetzt auch schon fast 17 Uhr. Also mal sehen, ob das heute noch was wird. Also ich glaube, dieser Tag wird nicht mehr besser. Das hier soll eine offizielle Fahrradroute sein. Ich weiß nicht, wo sie sich das erträumt haben. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. Wie geht denn das, dass es gestern perfektes Wetter war und heute Katastrophe? Ich habe nichts
mehr Warmes zu essen. Das heißt, eigentlich müsste ich noch irgendwas essen gehen. Im Frust habe ich verpasst, dass ich mittlerweile in Belgien bin, was alles geändert hat. Irgendjemand muss mein ganzes Geschimpfe hier erhört haben. Auf einmal Sonne, Wind in die richtige Richtung. Ja, ändert natürlich immer noch nichts daran, dass ich noch nichts gegessen habe. Es schon 19 Uhr ist und ich immer noch 15 Kilometer oder so vor mir habe. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more Endlich to was zu essen. give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will So, lie ich glaube, man peaceful erkennt nicht viel auf den Bildern. Es regnet schon wieder. Ich bin ziemlich spät jetzt angekommen. Super schöner Waldgarten. Hab ein bisschen Suppe bekommen, aber das Wetter spielt nicht so richtig mit. So, guten Morgen hier mitten aus dem Wald. Also wenn das nicht mal ein schöner Campingspot hier ist. Wunderbare Wurst, Frühstück angeboten. Genau das braucht man nach so einem langen Tag wie gestern. Hätte ich meinem jüngeren Ich erzählt, dass ich mit einem Fahrradcamper ganz bis Antwerpen fahren würde, hätte ich das nicht geglaubt. Aber nach 35 langen Tagen bin ich jetzt hier. Es hat einiges an Durchhaltevermögen gekostet, es haben sich einige Hürden in den Weg gestellt, aber auf dem Weg bin ich so vielen tollen Menschen und Orten begegnet. Und am Ende so einer Woche weiß ich genau, was ich erlebt habe. So, dass ich wünschte, dass jeder Tag so wäre wie heute. Und ich bin unfassbar dankbar an jeden, der diese Reise zu der gemacht hat, die sie ist. So, tatsächlich endlich schon mal wieder im Bett. Ja, ich habe jetzt hier in Antwerpen 2 Nächte und ich habe jetzt eine schwierige Entscheidung getroffen. Ich werde nicht mehr weiterfahren. Beziehungsweise ich werde weiterfahren, aber wieder zurück. Ja, das heißt, es geht jetzt die nächsten Tage wieder in Richtung Niederlande, in Richtung Eindhoven. Im Grunde ist jetzt die erste Hälfte des Trips zu Ende, aber ich habe noch 700 Kilometer vor mir. Insofern, ein paar Wochen bin ich noch unterwegs. Glücklicherweise konnte ich jetzt die Wand so ein bisschen reparieren vom Anhänger. Aber ja, es bleibt spannend. Mal sehen, wie die nächsten Tage werden. Aber heute war echt wunderbar. Aber wie heißt es so schön, man soll umkehren, wenn es am schönsten ist, ne? If something bad happens, just roll with it. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life.